Hallo! Hallo! Wir zeigen euch jetzt ein neues Video und zwar sind wir gerade in Hehl. Das ist auf der Landzunge Hehla. Oder auch Putziger Nährung. Genau, und sie ist 34 Kilometer lang, erstreckt die sich in die Danziger Bucht, ist an der schmalsten Stelle wohl nur 200 Meter breit und hier an der Spitze deutlich breiter und ist einfach wunderschön hier. Aber seht am besten selber in unserem Video. Genau, und wie gesagt, der Ort hier, der ist direkt vorne an der Spitze. Genau. Der Campingplatz ist ein bisschen rustikal. Rustikal, aber nichtsdestotrotz empfehlenswert. Aber und toll gelegen eben halt. Ne? Ja, genau. Also der Campingplatz ist wirklich, von dem ist alles gut erreichbar. Ja. Aber das zeigen wir euch jetzt in unserem Video. Unser Video. Viel Spaß dabei. Film ab. Hell war unser Ziel, ganz an der Spitze der wunderschönen Halbinsel. Und der kleine Ort, der hat uns sofort gefallen. Jetzt in der Nachsaison im September war nicht mehr ganz so viel Trubel, aber wir können nur jedem empfehlen, wer was gegen volle Badeorte hat, der sollte nicht unbedingt im Sommer auf diese Insel fahren, sondern im Frühling oder im Herbst, wie wir das getan haben. Dann ging es natürlich auch wieder essen. Im Restaurant Kutter müsst ihr unbedingt einen Platz reservieren, sonst geht da meistens gar nichts. Aber es gibt leckere polnische Küche, über die hatten wir ja schon berichtet. Der Strand, natürlich zu Badezeiten wunderbar. Hier andere Restaurants und ein Blick auf die Kirche und den Ort. Wenn ihr in Hell seid, dann empfehlen wir unbedingt den Besuch des Fokariums. Das ist eine Robbenstation der Universität Danzig. Die Station ist das einzige polnische Forschungszentrum für Meeressäuger, die im polnischen Teil der Ostsee leben. Zahlen von Robben und Schweinswalen werden erhoben und die Tiere werden beobachtet. Es gibt ein Projekt zur Aufzucht von Kegelrobben und jährlich werden bis zu 30 Robben gerettet und versorgt, die in Not geraten sind. Besucher des Fokariums können die Tiere für ein kleines Eintrittsgeld aus der Nähe erleben und erfahren darüber hinaus auch noch Wissenswertes. Ihr solltet euch aber unbedingt vor eurem Besuch erkundigen, wann die Fütterungszeiten sind, weil wir hatten genau das Pech, dass sie kurz vor unserem Eintreffen gerade vorbei war. Egal wo wir sind, wir schauen uns auf unseren Reisen immer sehr gerne Häfen an. Wir lieben den Trubel in einem Hafen, wir schauen gerne Boote an, egal ob es nur Yachten sind oder Fischkutter. Am Hafen von Hell gibt es ein paar verfallene Fabrikhallen und die wurden von Graffiti-Künstlern dazu genutzt, sich zu verewigen, und wir fanden diese Motive einfach wirklich sehr sehenswert. Wir gucken uns sowas immer auch gerne in anderen Städten an.
Wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber berichtet, dass es während unserer Reise überall windig war. Der Wind verfolgte uns einfach, egal wo wir waren. Und deswegen auch auf Hell. Gut, Hell liegt mitten in der Ostsee. Es war stürmisch und es war windig und wir versuchten das Beste daraus zu machen. Hell ist auch sehr waldreich, das kann man hier gut sehen. Der Leuchtturm von Hell darf natürlich nicht fehlen und gleich zeigen wir euch Aufnahmen von der Insel Hell aus der Luft und ihr könnt sehen, Hell ist sehr waldreich und es gibt wunderschöne Strände. Cracks in the stone, call from the deep, whispering close, out of reach, lost in the haze, heart and soul, love I'm afraid of letting go, side by side, be flare in the night, I'd give it all if you told me. Let me arise through the dead of the quiet. I'd give it all if it all to be holy. Buried in truth, wound to the grave, stifle the root, open them, set me aside, be a flare in the night. I'd give it all if you told me. Let me arise through the dead of the quiet. I'd give it all if it all to be holy. Gegen Abend haben wir dann diese wunderbare Ostseestimmung genießen können und wir konnten uns gar nicht trennen. Wir haben noch lange am Strand gesessen, der Brandung zugeschaut, den kleinen Zugvögeln und die Stimmung genossen. Einfach wunderschön. Das ist ein Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges auf Hell. Und was uns überrascht hat und womit wir nicht gerechnet hatten, das ist die Vielzahl der Bunkeranlagen, der Stellungen, der Geschütze, die einfach überall an der Küste zu finden sind und die man sich teilweise gegen Entgelt ansehen kann, wenn man das möchte. Und es gibt sogar markierte Wege, da kann man verschiedenen Trails folgen, wo die Dinge markiert sind und man sie sich ansehen kann. Es wird einiger Trubel darum veranstaltet und das hat uns etwas überrascht, aber es gehört einfach dazu, zu dieser Atmosphäre auf der Halbinsel Hell. Dies ist hier so eine Art Fressmeile und frisch geräucherter Fisch, den haben wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Der war mega lecker. Ansonsten kann man hier auch so ein paar andere Dinge sich ansehen, die uns etwas überrascht haben.
Hier gibt es Bilder zu sehen von unserem Stellplatz oder Campingplatz Hellkamp. Und es war ein einfacher Platz, aber er ist wirklich gut gelegen. Wir haben 300 Zloty für 4 Nächte bezahlt, inklusive Strom. Die Anlagen, wie gesagt, alles sehr einfach, aber zur Zeit unseres Besuches dort sauber und ordentlich. Und wir haben uns auf diesem Platz wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und die Zeit genossen. Unbedingt erwähnen wollen wir noch eine Freilichtgalerie, wo es kaschubische Figuren zu sehen gibt, die von verschiedenen Künstlern geschaffen wurden. Und das ist wirklich sehr sehenswert. Und die Hauptskulptur, nämlich eine 15 Meter lange Skulptur, die ist sogar im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt. Und das Ganze ist wirklich sehenswert und ihr solltet da unbedingt vorbeischauen. Die Galerie ist direkt neben dem Bahnhof zu finden. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und ihr wisst, der Daumen, über den würde sich jeder freuen, wir auch. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt, und freut euch gemeinsam mit uns auf das nächste Video. Genau. Und lasst Kommentare da, stellt Fragen. Und ihr seht, wir stehen hier am Hafen. Hier ist mächtig was los. Ja. Auch die Möwen, es ist einfach, Genau. ja, ansonsten toll hier. Ja, super. Also, bis dann. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss. Jo, tschüss.